Ja, vor kurzem habe ich mich mit meiner Frau unterhalten, wie toll es doch wäre, wenn der Haushalt komplett durch Maschinen und KI gelöst werden würde und wir beide uns nicht streiten müssen, wer wieder den Geschirrspüler ausräumen muss. Und genau für so ein Thema habe ich heute eigentlich den passenden Gast dazu da, nämlich von der Firma Miele, den Dr. Florian Nielsen. Er ist dort Director AI und Data und mit ihm werden wir mal gucken, ja, wie intelligent ist eigentlich eine Waschmaschine, wie intelligent werden Geschirrspüler, aber vor allem natürlich, was macht die Firma Miele bei dem Thema KI und wie erschließt sie das doch sehr wichtige Technologiefeld für sich in so einer Organisation und versucht das dann gewinnbringend für sich einzusetzen. Von daher herzlich willkommen, Florian. Ja, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, dass wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Es war jetzt für mich natürlich ein bisschen plakativ. Der Haushalt macht sich irgendwann von selber durch KI. Davon sind wir wahrscheinlich noch ein Stückchen entfernt. Aber es gibt natürlich Themen und Ansätze. Vielleicht, bevor wir direkt einsteigen, was ihr konkret mit KI macht. Ich denke, die Firma Miele ist bei den meisten bekannt, ist eine sehr bekannte Marke und alle verbinden damit Geschirrspüler, Waschmaschinen. Aber vielleicht kannst du noch mal zu Beginn vielleicht einen Satz zur Firma Miele sagen, was ihr macht ja noch mehr und damit wir das so ein bisschen einordnen können, auch wenn wir gleich über das Thema KI bei euch sprechen. Okay, kann ich gerne machen. Also, hast ja schon angesprochen, wir sind natürlich sehr bekannt in Deutschland für Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler. Aber wir haben ein wesentlich größeres Produktportfolio. Und es gibt auch andere Märkte, die sind für ganz andere Produkte viel mehr bekannt. Ne? Also wir haben einen großen Teil, auch großen Teil vom Umsatz ist Küche. Ne? Ist nicht nur Geschirrspüler, sondern wir haben Kochfelder, wir haben Hauben, wir haben Dampfgarer, wir haben Backöfen, mittlerweile auch intelligente Backöfen. Ne? Wir haben auch Kaffeemaschinen, Staubsauger, was haben wir noch alles im Haushalt? Also wir haben das ganze Sortiment eigentlich, mit dem du kannst eigentlich den Kühlschrank haben wir auch, kannst die ganze Küche, den ganzen Haushalt mit Miele ausstatten. Wir haben nur diese ganz kleinen Geräte, die haben wir nicht, so Wasserkocher und sowas in der Art. Ne? Und darüber hinaus, was wir auch haben, wir auch ein eigenes Professional-Segment. Also es gibt auch die riesigen Waschmaschinen oder Professional-Geschirrspüler. Für den Privathaushalt, sondern ja, und es gibt auch sogar so Desinfektoren beispielsweise für medizinische, also Skalpelle und solche Geschichten. Ja. Da bin ich kein Experte auf dem Gebiet, aber das haben wir auch im Angebot, ja. Okay, also deutlich breiteres Portfolio bei den meisten Firmen, wo man meistens dann so ein bisschen nur eine Sache kennt. Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, das einzuordnen. Ja. Jetzt bist du Director AI und Data bei Miele. Genau. Was ist eigentlich so genau deine Aufgabe? Okay. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich sogar mindestens zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, ich bin Teil in einem Bereich, der heißt Smart Home Electronics. Mein Chef ist verantwortlich für die ganzen Elektronikfertigung, Elektronik, auch Programmierung der Software und der Elektroniken. Also haben sind wir auch die Herren über die ganzen Datenschnittstellen. Das ist sehr, sehr praktisch in dem Fall. Ne? Und großer Teil, ich habe damals auch angefangen in dem Bereich, der hieß damals nur Smart Home, sehr nutzerzentrische Produktinnovation, Digitalisierung, so diese Innovation Labs, wie man so kennt, auch nicht in Berlin gegründet, sondern ganz bewusst in Gütersloh, am Core im Endeffekt. Ist ein Teil meiner Aufgabe, sehr stark nutzerzentrisch mit anderen Teams zusammen zu gucken, okay, wie können wir denn Kundenbedürfnisse beantworten, welche Probleme können wir in der Zukunft adressieren, lösen. Und wenn dann KI Teil der Lösung ist oder man das dafür braucht, weil auch die Komplexität das erfordert und so weiter, dann sind wir dabei. Und dann geht es darum, wir machen zum Beispiel, wie macht man eine intelligente Diagnose für unsere Hausgeräte, für die Vernetzen. Oder wir haben einen intelligenten KI-Backofen, der erkennt, was man reinschiebt, Bräunungsgrad monitort und dann sich abschaltet. Ne? Dass wir dann zusammen, nicht alleine entwickeln, sondern zusammen entwickeln mit den Werken, mit den Domänenexperten, mit der IT, mit der Elektronik, all das beteiligt ist und so weiter. Also ein Teil ist dieses, ich sag mal, produktbezogene Digitalisierung unterstützen und halt auch mit KI, mit Daten-Capabilities zu unterstützen. Und ein anderer Teil, anderer Hut sozusagen, den ich aufhabe, ist, ich habe gemeinsam mit einem Counterpart aus der IT, mit Frank, haben wir den AI und Data Hub für Miele gegründet. Und weil wir erkannt haben damals, okay, dieses Thema KI, Daten, Data Analytics, Data Science, da muss man skalieren fürs Unternehmen. Und wir haben damals schon Projekte zusammen gemacht. Und dann ging es darum, ja klar, du brauchst gemeinsame Plattformen, was sind die ersten Cases, wie kann man das sinnvoll, systematisch skalieren, wie schafft man sich überhaupt eine Landebahn? Ganz viele stecken ja in diesem POC, sagen wir mal, Schlamassel drin, kriegen das aber nicht auf die Straße. Wie kriegen wir das hin? Und wie kriegen wir dann auch in so einem Hub-and-Spokes-Modell, also in so ein hybrides Organisationsmodell, wie kriegen wir die Organisation dahin auch enabled, eigenständig und auch nachhaltig
datengetriebene, KI-getriebene Produkte, Services, Use Cases umzusetzen und zu betreiben. Ne? Also das eine ist so sehr produktlastig und der andere Punkt ist wirklich mit der IT auch sehr stark zusammen auf andere Cases zu gucken. Produktion, Prozesse, wie kriegen wir das in die Funktionen rein und so weiter. Ne? Das ist ein Riesenthema, was jetzt noch viel mehr Gewicht ja gewonnen hat durch GenAI. Also das sind so die beiden Hüte, sehr produktlastig einerseits und dann mit der IT zusammen versuchen wir das so zentral zu orchestrieren und voranzutreiben, das Thema. Absolut. Ja, das sind ja auch genau die zwei Bereiche, die wir auch immer so unterscheiden. Ich habe die auch immer in so meinem Modell. Ich habe ja auch mit dem Thema KI eigentlich angefangen, weil man KI-basierte Systeme entwickeln wollte. Also jetzt in eurem Fall, der ist ja jetzt mal intelligente Backofen. Bei mir war es dann eher vielleicht die intelligente Robotik oder die KI-basierte Robotik. Oder das autonome Fahren ist auch so ein sehr schönes Beispiel. Und auf dem Weg dorthin merkt man, dass man diese Technologie halt vor allem auch, um das zu entwickeln und zu machen, sehr gut einsetzen kann und wahrscheinlich auch ohne gar nicht gehen wird in Zukunft. Aber lass uns mal über den ersten Bereich sprechen, nämlich über die intelligenten Systeme selbst, über die intelligenten Produkte. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was unglaublich spannend ist. Du hast das gesagt, es gibt viele POCs, POCs, also Proof of Concepts, also viele erste Demonstratoren, wo man mal guckt, wie sieht das aus. Und es blinkt, es tut sich irgendwas und dergleichen. Was sind so Trends in eurem Business, die du momentan siehst, wo du sagst, da ist KI tatsächlich mehr als nur ein Marketing-Gag vielleicht, sondern es ist wirklich ein Mehrwert, weil ich hatte das neulich eine Diskussion, da gab es einen Wettbewerber von euch aus Südkorea und der hat dann angefangen, auf alles hier AI Insight draufgeschrieben, ne? Auf jedes Produkt, was er so anbietet, AI Insight. Ne? Und er läuft durch den Mediamarkt und sagt, ja, wo jetzt, wie genau. Ne? Und aber was sind jetzt wirklich so Themen, die du sagst, das ist schon spannend, ohne jetzt hier aus Geheimnisse auszuplaudern, aber was schon so ein Thema ist, so ein Trend vielleicht in der ganzen Branche, woran man arbeitet? Also erstmal beobachte ich genau das Gleiche, von wegen überall wird KI draufgeschrieben, wo man auch darüber manchmal diskutieren könnte, ist das denn wirklich AI? Ja, ich meine, mit dem EU-AI ist auch relativ viel, kann man als AI deklarieren. Das vielleicht während der Entwicklung war, vielleicht nicht während dem Inferenzzeitpunkt, also wenn das wirklich das System benutzt wird und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein Freund von dieser Geschichte, wir schmeißen irgendwo KI drauf, so Technologie sucht Anwendung, sondern wir haben, und das ist auch unser Credo immer sehr, User-Centered vorzugehen, Design Thinking zu nutzen, agil etc. Und dann zu schauen auch wirklich, wo sehen wir denn wirklich, Kundenbedürfnisse, ne? Wo wir auch noch Herausforderungen haben im Alltag. Weil man darf ja nicht vergessen, als Miele, wir sind jetzt 125 Jahre alt, wir machen 125 Jahre Automatisierung. Ja. Das heißt, das ist dieses Thema Standing on the Shoulders of Giants. Wir machen ja schon voll viel. Wir bauen Automaten. Ne? Und dann muss man sich aber überlegen, wo gibt es da noch Punkte in der Customer Journey, wenn ich das Gerät genutze oder vorher etc., wo man noch vielleicht Punkte hat, wo viele manuelle Aufwände sich verstecken, wo man vielleicht auch als Nutzer einen Fehler machen kann, weil vielleicht die Komplexität zu viel ist. Da kommen gerade die ganzen Freunde kommen rein und so weiter. Jetzt habe ich vergessen, oh nein, da ist ja noch der Braten oder die Pommes sind im Ofen oder sowas. Ne? Solche Punkte versuchen wir zu identifizieren und dann zu überlegen, welche Lösungen können wir da für den Kunden anbieten. Und dann gucken wir wirklich nur dann, wenn die Komplexität groß genug ist, dann sagen wir, okay, da kann man KI nutzen. Ja. Und dann ist zum Beispiel das Thema mit, wir haben eben Smart Food ID, den Backofen mit einer Kamera drin. Ne? Okay, das schiebst du dann, also machst du die Ofentür auf, Croissants rein, Klappe zu, dann wird das Bild an die Cloud geschickt, da sitzt ein neuronales Netz, erkennt, okay, das sind Croissants, ist wahrscheinlich. Nutzer sagt, okay, ja, das sind Croissants, dann wird der Bräunungsgrad überwacht, ne, und dann schaltet sich das Gerät automatisch nachher ab oder regelt sich runter. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, du hast ja nicht keine Lust als in dem Fall Koch sozusagen, als Gastgeber, hast du keinen Bock, dass deine Sachen irgendwo verbrennen oder nicht perfekt werden. Das macht dann keinen Spaß. Und nach solchen Momenten suchen wir eigentlich. Ne? Also wir wollen ja auch so die Autonomie des Kunden bewahren. Er ist ja immer noch der Koch, der Wirksame. Aber diese Momente, die halt einen vielleicht auch frustrieren können, die versuchen wir abzufangen. Ja, oder dann eben auch entlasten. Also meine Frau würde für mich sofort ein Kochfeld kaufen, wo der Kochtopf nicht mehr überläuft. Ja, genau. Das haben wir leider doch relativ oft, weil man 2, 3 Sachen gleichzeitig macht. Ja. Und dann vergisst man einfach irgendwas. Nee, total. Ne? Und das sind einfach schon Use Cases, die sind gut. Was ich sehr spannend finde, ich kenne ja eure Produkte ja auch sehr gut. Aus der Zusammenarbeit arbeiten ja über die Jahre schon sehr viel zusammen. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen eine reine Softwarelösung, es ist ja wirklich so ein ganzer Regelkreis, der notwendig ist mit Aktorik, aber zumindest mit einer guten Sensorik auch dabei, die fehlerfrei funktionieren muss. Also es fängt irgendwo in der physischen Welt an. Wenn das nicht funktioniert, dann wird man hinten raus nichts rausholen. Und das zeigt ja auch diese
Komplexität bei, ich sage jetzt mal, Industrial AI-Anwendungen oder eben solchen embeddeden Anwendungen, wo wir ja, meiner persönlichen Meinung nach, in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt sind, weil wir vieles davon haben. Also wir haben viele dieser Produkte, die eben zum Beispiel in den USA nicht in diesem Stile so hergestellt wird, sondern reine Softwareplattformen eigentlich. Ja. Ne? Ja, stimmt. Und wie schätzt du das ein? Also sind wir da auf einem guten Weg, aber diese Kompetenz, die man ja definitiv braucht beim Thema AI und auch bei dem Thema Softwarelösung mit ranzubekommen, also kannst du das sicherlich für die Firma Miele sagen, wie du das da einschätzt, aber so grundsätzlich vom Bauchgefühl her, sind wir da auf einem guten Weg oder beschweren wir uns alle mal zu Recht, dass wir in Deutschland so wenig Ahnung haben von solchen komplexen Gesamtlösungen dann? Also ich glaube, Ahnung haben wir schon. Ne? Ich meine, was ich schon finde, ist, das ist nochmal ein anderes Biest, in Anführungsstrichen. Verzeih das Vokabular, aber im Sinne von, wenn du so ein komplexes Gewerk hast aus Hardware mit Elektronik. Früher hast du immer gehabt, du hast das Werk und Elektronik, das als Duo geht als Produkt zum Kunden, that's it sozusagen. Ja. Jetzt hast du noch irgendwie die ganzen Datenschnittstellen, Kommunikationsmodul, Cloud, Data Science Plattform, das KI-Modell und das alles in diesem Regelkreis, den du gesagt hast, das zusammenzuführen, ist natürlich echt komplex. Ja. Und ich finde, das kriegen wir eigentlich gut hin. Da kommt uns natürlich dieses ganze Engineering-Mindset kommt uns sehr entgegen. Ne? Also das finde ich schon. Und da schlagen wir uns, glaube ich, auch gut. Ne? Das machen wir auch. Das kriegst du ja nur über crossfunktionale Zusammenarbeit zusammen. Ne? Es ist klar, haben wir auch, glaube ich, Herausforderungen, weil wir als Industrie, genauso wie wenn man auf Automotive guckt, wir gucken halt sehr aus dieser Hardware-getriebenen Welt. Und wenn man sich anschaut, wo denn Differenzierungsfaktoren für die Unternehmen und in der Perspektive der Kunden in Zukunft liegen, ist es ja dieses Zusammenspiel und dann das digitale integraler Bestandteil der Wertschöpfung und manchmal vielleicht sogar der wahrnehmbare Differenzierungsfaktor. Ne? Das ist ja auch so Software-led. Ja, beim Auto sprechen wir von Software-Defined Car, Software-Defined Vehicle und das ist natürlich, das ist das Spürbare für den Kunden momentan. Ja. Deswegen gibt es einen amerikanischen Anbieter, der ganz gut unterwegs ist und eben, einige in Deutschland, die da vermeintlich, sagen wir mal, in der Wahrnehmung schlechter dastehen. Das wollen wir also ich finde schon, das machen das gut und wir haben ja auch gute Kompetenzen, nehmen wir gute Unis, gute Institute wie Fraunhofer etc. Sind wir gut unterwegs. Natürlich kommen wir manchmal nicht aus diesem Digital First irgendwie Mindset, ne? Und da würde ich manchmal noch mehr in diese Richtung wünschen. Kommt ja nicht von irgendwo her. Du bist erfolgreich mit deinen Produkten, hast ein bisschen diesen Confirmation Bias auch drin. Das, was ich damals gemacht habe, macht mich in der Zukunft erfolgreich. Trotzdem haben wir echt da auch ein Alleinstellungsmerkmal als Engineering Companies. Absolut. Ist trotzdem, glaube ich, herausfordernd, weil wenn man sich allein auf die Ressourcenlage versteifen würde, könnte man natürlich sagen, ein Miele ist um ein Vielfaches kleiner als ein LG, Samsung oder Haier oder auch ein BSH. Ja. Das heißt, auch wenn wir hervorragend sind, müssen wir natürlich auch überlegen, ganz gezielt, wo setzen wir das ein? Wo setzen wir unsere Kompetenzen ein? Meine Ressourcen und meinen Leuten sind nicht so groß wie die von den anderen. Manchmal denke ich mal, ist es auch gar nicht so schlecht, weil dann, wir haben über POCs gesprochen und so weiter, dann machst du nicht nur ein Proof of Concept, sondern auch Proof of Value. Ja. Du machst ja nur das, was wirklich einen Mehrwert für den Kunden bringt. Also man muss ja gezielt diese Wetten eingeben. Und wenn man wenig Ressourcen hat, dann musst du auch ganz genau aussuchen, was bringt wirklich was beim Kunden? Absolut. Steigert das Willingness to pay? Ist das überhaupt was für den Kunden? So, ne? Und deshalb, ich sehe nicht schwarz, aber ich sehe schon auch, klar, wir müssen Gas geben. Wir dürfen da jetzt nicht nachlassen, ne? Ja. Ich sehe das genauso wie du, weil meine persönliche Meinung ist ja diese Engineering-Kompetenz, wir sind ja sehr gut eigentlich in dem Integrieren von Technologien gewesen, schon traditionell. Es war halt viel Produktionstechnologie in die Produkte rein, dadurch war man schneller, effizienter und besser und höhere Qualität. Und im Prinzip in diese Software-Schiene, die ist ja nicht jetzt an Deutschland vorbeigezogen in den letzten 30 Jahren, das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben eins der erfolgreichsten Softwarehäuser ein bisschen im B2B-Bereich, kommt aus Deutschland. Also so völlig ahnungslos können die Deutschen ja nicht sein bei dem ganzen Thema, auch wenn es nicht positiv behaftet ist bei uns selber manchmal. Ne? Aber man muss trotzdem sagen, es gibt die Leute, es gibt auch diese Umgebungen, diese Engineering-Umgebungen. Das heißt, eigentlich können wir viel mehr machen, um intelligente Produkte zu machen und wahrscheinlich in dem Gesamtpaket mehr als viele andere, würde ich momentan zumindest sagen. Wenn man diese gesamte Kette von Software bis tatsächlich zum physikalischen Signal, was man ja irgendwie auch verwerten möchte in solchen Anwendungen und dann zum Nutzer rein, sieht das ja gar nicht mehr so schlecht aus. Und ich glaube, umso größer, umso schwieriger könnte es auch wieder sein aktuell, weil die Systeme sind so komplex. Da brauche ich ja nicht eine wahnsinnig komplexe Organisation oder große Organisation dahinter. Da wird es ja auch nicht leichter. Das ist ja etwas meiner persönlichen Meinung, wo die Automobilindustrie daran gerade kränkelt.
wo man sagt, eigentlich momentan ein gutes E-Auto kann ich mit weniger Leuten entwickeln als in der Vergangenheit. Ne? Aber ich habe halt nun mal so viele Leute. Ne? Das sind alles so Punkte, da steht eine Transformation vor der Haustür. Das ist so. Aber das ist das Problem. Du hast ja, ich glaube, die Herausforderung hat jedes Unternehmen, das irgendwie historisch gewachsen ist. Der diesen Satz, you ship the org chart. Ja. Sozusagen, also wenn du VW bist und du hast diese Organisation dahinter, dann bist du auch ein bisschen in diesem Selbstbestätigungsmodus. Wir machen das jetzt wieder so und auch in der, sag ich mal, in der Struktur etc. Die Herausforderungen haben wir schon auch. Aber ich würde auch sagen, wir haben da gute Herausforderungen, gute Chancen, ehrlich gesagt. Aber die Herausforderung ist, man muss halt trotzdem jetzt mutig sein. Ne? Irgendwie. Ich sage immer gerne, be bold. Ne? Jetzt muss man sich trauen, jetzt zu investieren. Man darf jetzt nicht den Anschluss verlieren. Also würde ich sagen, die Sachen, die wir entwickeln, die sind top-notch. Ne? Da sind wir echt gut mit dabei. Wir haben wie Smart Food ID, also diesen erkennenden Backofen, ich glaube 2019 oder 2020 auf der IFA gelauncht. Ne? Letztes Jahr bin ich über die IFA gelaufen, hatten alle sowas. Ne? So irgendwie. Das ist klar, irgendwie, das geht schnell. So am Ende. Und du musst halt investieren, um vorne mit dabei zu bleiben. Und die Frage ist, oder ich glaube immer, ehrlich gesagt, ich bin mir sicher, und die Studien zeigen auch, Kundenbedürfnisse verändern sich ja. Ne? Andere Kundensegmente entstehen, die wesentlich digitaler sind. Ich nehme an, bei dir ist es auch so, zumindest ist es bei mir so. Für mich zählt das massiv viel, ob das Auto jetzt irgendwie gut mit meinem Spotify kann, mit Google Maps und so weiter, wie viel PS das jetzt genau hat oder ob die Spaltmaße perfekt sind. Tut mir leid, Guys, ist nicht mehr mein Differenzierungsfaktor. Definitiv, das schockt viele deutsche Ingenieure jetzt wahrscheinlich. Massiv, aber es ist tatsächlich so, dass ich also beim Autokauf als Beispiel oder so tatsächlich viele Merkmale sich umdrehen. Wobei ich jetzt mal ein Beispiel nehmen muss, um bei euren Produkten zu bleiben, als ich mit meinen ehemaligen Kollegen oder viele ehemalige Kollegen ja auch bei euch im Unternehmen und mir mal erklärt hat, wie viel Know-how eigentlich in so einer Waschmaschine von Technologie-Know-how, dass ich die Front nicht zerkratzen kann, wenn ich den Schlüssel dann, also total verrückte, krasse Sachen, dann kann ich das auch wertschätzen. Dann kommt das Technologische bei mir durch. Wenn ich aber in den Mediamarkt-Katalog reingucke und ich schlage auf und sehe dann hier einen Konkurrenten, der hier mir alle App-Anbindungen und so verspricht und dann zieht das nicht mit dem, ich kann es vorne nicht verkratzen. Das ist dann sekundär wichtig in dem Moment. Das kann man auch kaum vermitteln so einfach. Ne? Und ich glaube, das müssen wir zusammenbekommen. Also man braucht diese Top-Technologie-Kompetenz und dann mit diesen Qualitäts- und mit diesen Merkmalen. Genau. Das ist aus meiner Sicht eigentlich schon etwas, was ich denke, das ist einmalig und auch eine gute Position. Total, also ich gebe dir total recht und das davon nicht falsch verstanden werden. Ich sage ja nicht irgendwie, du brauchst nur digital. Das ist ja Quatsch. Du musst ja die alten Werte, sozusagen, die auch wir hatten mal diesen Spruch, Longevity ist die Ultimate Sustainability, so Langlebigkeit, Qualität, das musst du erhalten. Absolut. Ne? Die Frage ist dieses Best of both worlds, wie kriegst du diese Balance in Zukunft hin? Weil du natürlich auch, es muss jedem bewusst sein, du musst zum Beispiel die Entwicklungskosten für digital, die sind ein erheblicher Anteil, logischerweise, ne? Und du musst überlegen, wie kriegst du ökonomisch die ganze Situation hin, aber du darfst das Alte, diese Qualitäten, darfst du nicht verlieren, weil es ja die Heritage. Und darum Kunden kaufen wir nicht nur Miele, weil es die besten Produkte sind, sondern auch, weil sie lange leben, sozusagen. Absolut. Ich habe mal mit Ingo Kaiser, kennst du wahrscheinlich auch noch, wir haben mal zusammen eine Vorlesung aufgebaut. Der ist nicht mehr bei Miele, aber war ehemalig Miele, aber auch bei euch im Werk in derselben Unit eigentlich unterwegs. Ich saß im selben Büro, als ich angefangen habe. Ja, ich habe mit ihm zusammen promoviert, war derselbe Jahrgang hier. Ja, okay. Mit ihm zusammen habe ich eine Vorlesung aufgebaut, Mechatronik, Fertigung. Es hatte mich einfach so genervt, dass die Ingenieure und die Informatiker beide keine Ahnung haben, wie ein Chip entsteht und wie eine Platine entsteht. Es wird einfach als Gott gegeben hingenommen und dabei sind ja viele Technologien dafür notwendig, von denen wir ja sehen, dass wir sie gerade zum Teil ja gar nicht mehr haben und jetzt hinterher weinen, wo wir ja führend waren. Das hat mich total geärgert und dann hat er nämlich einmal auch eine Miele-Waschmaschine zu den Studenten mit in die Vorlesung reingebracht. Dann haben wir die auseinandergenommen und gezeigt, wie gut man sie warten kann. Und dann hat er mal ein Foto gezeigt von einem Konkurrenten und gesagt, da kann man gar nichts mehr warten. Da findet sich keiner zurecht oder so, dass die Kabel nicht beschriftet und dergleichen. Und das sind alles so Punkte, das muss man schon extrem wertschätzen und das ausbauen und diese Stärke. Das finde ich total faszinierend. Aber das ist natürlich etwas, was der normale Kunde halt auf den ersten Blick nicht wahrnehmen kann. Ne? Deshalb, ich sage auch immer, standing on the shoulders of Giants, Giants, zum Beispiel das Beispiel mit Smart Food ID, ne? Das ist ja, im Wesentlichen erhöhen wir damit auch die Zugänglichkeit zu fantastischen Funktionen, die wir vorher schon hatten. Ja. Also ein Automatikprogramm für Pizza oder für Ofengemüse hatten wir vorher schon. Das Labor hat das Labor quasi auch entwickelt, ist top. So, wir haben ja auch 7-stellige Anzahl von vernetzten IoT-Geräten. Ja. Das heißt,
wenn der Kunde einwilligt, und es sind ziemlich viele, wir sind eine vertrauensvolle Marke, sehen wir auch, wie werden die Geräte genutzt, welche Programme werden genutzt. Und dann sieht man natürlich, die Automatikprogramme wurden sehr wenig genutzt, sehr, sehr wenig genutzt. Könnte man argumentieren, will keiner haben, so kann man ja abschaffen oder ist nur am Point of Sale entscheidend und so weiter. Wir haben aber gemerkt, mit dieser Zugänglichkeit mit Smart Food ID, plötzlich die Nutzungsraten steigen natürlich durch die Decke und die Leute sind zufrieden. Automatisiert dann. Wenn du das vorher irgendwie, also wir haben tolle Produkte, die sind auch komplexer geworden, wir haben super Funktionen, aber das kennst du wahrscheinlich auch von dir zu Hause. Das ist wahrscheinlich die Standardprogramme, die Standardfunktionen und so weiter. Muss ich mich outen, ja. Ja, und dann ist, glaube ich, auch das Ziel muss ja sein, so Zugänglichkeit, Benutzbarkeit, eben diese Kundenbedürfnisse zu beantworten. Soll perfekt werden, das Gericht soll perfekt werden, meine Wäsche soll perfekt werden, mein Geschirr soll perfekt werden und so weiter. Ja. Und dann ist auch unser Ziel, dafür zu sorgen, jetzt auf die auch schon wirklich sehr gute Automatisierungstechnologie, die wir haben, nochmal was on top zu setzen und dafür zu sorgen, dass das vielleicht noch zugänglicher, noch einfacher ist, noch besser. Absolut. Also wenn das jetzt schon anekdotisch, aber meine Frau, da habe ich mal das Gefühl, die sieht sich in Konkurrenz zu so einem Automatikprogramm. Sie weiß besser, wann der Kuchen fertig ist. Ne? So, also das ist wirklich, das kann man gar nicht mit anschauen. Und wenn aber eine Gesamtfunktion da ist, wo ich weiß, okay, ich drücke nur einen Knopf, kann man irgendwann auch noch einen Knopf noch drücken und dann ist das auch gut so. Jetzt haben wir über Produkte, Portfolio gesprochen, vielleicht über das Thema AI oder AI als Befähigungstechnologie für die Unternehmensprozesse, für die internen. Ne? Das ist das zweite Themenfeld, was du aufgemacht hast, was ja bei euch dann wichtig ist und wo viel Austausch stattfindet. Wo würdest du sagen, steht ihr da momentan bei Miele? Wo würdest du dich da einordnen? Wo seid ihr auch im Prozess? Ich hatte hier jetzt verschiedene Unternehmen schon, manche haben schon ganze Richtlinien eingeführt und AI-konform. Ihr seid ja auch im Austausch, die Unternehmen untereinander, was total wichtig ist. Wie würdest du es momentan einschätzen oder wie sind so die Schritte vielleicht auch, auf die ihr schon gegangen seid oder jetzt auch gehen wollt? Also ich finde, wir sind eigentlich, finde ich, schon ganz gut unterwegs, gerade auch so im Produktionskontext. Da setzen wir auch jetzt die richtige Basis. Ne? Also da bin ich jetzt nicht der Experte, da sind auch Leute aus der IT oder aus der Operational Excellence sind da unterwegs. Da finde ich, haben wir schon gute Cases. Ne? Und da sind wir unterwegs, auch da die Prozesse zu optimieren. Und am Ende auch solche Themen wie digitale Durchgängigkeit, Digital Twin anzugehen, weil das ja auch eine super Grundlage ist für KI, die man unbedingt braucht. Ne? Da haben wir auch unsere zentrale R&D, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten und zum Beispiel auch, das kann man zum Beispiel erzählen, wenn man auch gemeinsam dann Explorationsprozesse, wo kann man denn generative KI einsetzen, wo haben wir heute Probleme, Requirements Engineering und so Sachen die liegen auf der Hand, da sind wir auch schon unterwegs. Ne? Das ist ein Thema, da finde ich schon, dass wir mindestens auf dem richtigen Weg sind, auch gute Grundlagen schon gelegt haben. Brauchst du auch viel, erstmal Plattform und Grundlagen, Daten, Durchgängigkeit und so weiter. Pipapo, ne? Ich würde schon auch sagen, ich weiß nicht, da würde mich auch deine Meinung interessieren, aber ich würde sagen, so was Core-Unternehmensfunktionen angeht, irgendwie Procurement, HR, Logistik und so weiter, das sind schon so Themen, da stand das Thema jetzt nicht immer auf der obersten Ebene in der Roadmap und so weiter. Ne? Ich glaube, durch generative KI, das kam jetzt ja neu, ist das viel mehr noch irgendwie dieses Licht aufgegangen. Das ist alles so zugänglich auf einmal, sieht man, was da passiert. So, da haben wir doch vielleicht doch Opportunitäten. Ich glaube, da gibt es jetzt diesen Prozess, wo man guckt. Ganz stark merkt man natürlich auch, viele etablierte Lösungsanbieter integrieren das langsam in ihre Roadmaps, in ihre Produkte. Super, super gut. Ja. Da würde ich trotzdem sagen, da gibt's natürlich massiv Potenziale. Ne? Da muss man auch für sich mal ein bisschen schauen, elaborieren, okay, wo hat das denn wirklich Sinn, wo gibt's einen Business Case, wo nicht? Weil es gibt ja gerade bei den Core-Funktionen, Core-Prozessen geht's ja darum, wirklich einen Business Case zu haben. Ne? Das Content Creation und solche Themen, die sieht man ganz groß bei anderen externen. Das gucken wir natürlich für uns auch an. Ne? Aber da würde ich sagen, wir sind so auf dem Bereich Produkte, Produktion finde ich, sehr gut unterwegs. Ja. Ne? Ja. Und bei den anderen Themen, da sind wir auch jetzt im Start, haben schon ein paar Themen, die wir platziert haben, wo wir auch Proof of Concepts haben, wo wir auch schon zum Teil weiter sind, auch Lösungen im Einsatz haben. Aber ich würde sagen, da ist, glaube ich, die ganze Industrie gerade dabei, sich für sich herauszufinden, wo können wir das noch verbessern. Man muss ehrlicherweise sagen, es sind ja echt ziemlich genau 2 Jahre seit dem Release von ChatGPT, also den öffentlichen Release, sodass wirklich man versteht, was Generative AI ist, als schöpferische KI, die tatsächlich Text, Bild, was auch immer, in welcher Modalität auch immer tatsächlich erzeugen kann und auch verarbeiten kann. Ja. Und die technologische Basis verändert sich ja momentan monatlich eigentlich. Ne? Das ist auch schwierig, darauf basierend Prozesse einzuführen.
die dann in 2 Monaten zum Teil entweder veraltet sind oder wieder besser oder anders sein können. Das funktioniert nicht so einfach. Ich sage, man bräuchte jetzt eigentlich so eine Durchatmen-Pause, dass sich das mal so stabilisiert, man weiß, okay, auf diesem Technology Stack kann ich jetzt was aufbauen und das funktioniert auch. Ja. Man darf sich da auch nicht überfordern. Auf der anderen Seite ist natürlich das Beste, was man machen kann, das macht ihr ja auch, sich jetzt damit zu beschäftigen, weil es kommt ja, ne? Also das Thema Generative AI ist riesig. Da gibt es viele Potenziale und das Schöne ist einfach, ich finde das so schön, wie du sagst, weil es sind ja die Bereiche, die halt weiter weg als Procurement oder so von KI konnte man gar nicht fast sein. Ja. Genau. Und dass Produktion, Entwicklung, die Produkte, dass die nah an den Themen dran sind seit 20 Jahren, das ist klar. Ne? Aber und dann hat man auch mal links und rechts und dann hat man auch viel einsetzen können. Aber jetzt geht das halt doch schon viel mehr in die Breite, dass sich Leute dafür interessieren, weil sie sehen. Und wenn es auch nur Textverarbeitung ist und wenn es nur Zusammenfassung ist von irgendwelchen Dokumenten. Also es gibt ja unglaublich viele einfache, billige Use Cases, sage ich mal, die man umsetzen kann. Aber am Ende des Tages braucht man als Unternehmen natürlich irgendwie eine Leitplanke, wie man das Ganze macht. Total. Das ist auch, finde ich, so eine Transformation, die da gerade auch einsetzt. Ich meine, du hast erstmal die Dynamik am Markt beschrieben. Ja. Ich glaube, dann ist es auch super schwer, wenn man jetzt so eine Zentralfunktion ist, über Make or Buy zu sprechen. Ja, absolut. Also im Sinne von, okay, wo lohnt es sich noch, das selber zu bauen? Wo wartet man noch ein paar Monate? Dann ist plötzlich da was da. Ja, das, was man händisch vielleicht implementiert hat oder auch basierend auf Lösungen, obsolet macht oder man hätte es effizienter haben können. Ja. Das ist, finde ich, schwierig, so diese eine Geschichte. Und ich weiß nicht, ich hatte mal letztens ein Gespräch auch mit höheren Management-Ebene, C-Level, wo wir mit dem Externen gesprochen haben. Und dann haben wir auch gesagt, okay, der hat uns gesagt, ihr habt eigentlich mit dem Schwersten angefangen. So die Core-Funktionalität des Unternehmens, Engineering, Produktion, das, was euch differenziert, was die Wertschöpfung ausmacht, da habt ihr schon KI. Ne? Und dann ist es aber manchmal auch schwierig, da so einen Shift in der Haltung reinzubekommen, auch im Sinne von, hey, die Ressourcen, die er da einsetzt und die Art und Weise, wie er es da macht, ist vielleicht nicht das Richtige, wie in den Funktionen und in den Prozessen, weil das ja vielleicht manchmal eher so Make-Geschichten, Buy-Geschichten sind, Integrationen-Geschichten sind. So. Braucht ihr dann auch wieder 20 Data Scientisten dafür oder so? Ne? Das ist ja auch ein Verständnis, das man da schaffen muss in den Führungsebenen. Auch bei uns in der Forschung. Also wenn ich jetzt dann denke, letzte Woche hatten wir einen Case, wir haben ja so einen kleinen GenAI Incubator, so klein ist er gar nicht mehr, funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann kam wir auch mit einer Lösung um die Ecke, eben hier mehr aus dem Kontext Engineering. Und einer der Kollegen, der eine etwas andere Sicht da drauf hatte, also nicht so technisch verkopft, sage ich mal, wie wir typischerweise oft unterwegs sind. Es ist unser Umfeld, ne? Er hat gesagt, ich habe mal bei einer Anwaltskanzlei angerufen, die könnten das ganz schön gebrauchen. Und auf einmal schubsdiwupps, ein Use Case, der sofort funktioniert, also sofort das Einkaufen, das skaliert sich auf alle Kanzleien weltweit im Prinzip dieser Case. Das ist was total Simples, wo man auch lernen muss als Ingenieur, es muss nicht die komplexeste Lösung sein, man muss nicht zeigen, was wir können, sondern was der Kunde wirklich ihm Nutzen bringt an der Stelle. Und das ist tatsächlich schneller momentan zu machen, als man denkt. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Zeit, weil irgendwann wird das auch Commodity, ist auch klar. Ne? Wir haben so ein schönes Fenster, wo eigentlich Dinge, wo ich sage, dass das ganz klar das Commodity wird. Aber jetzt gerade doch noch aufgrund der Neuigkeit der Technologie und auch der Komplexität im Sinne von, es ist so dynamisch, ne? Es passiert so viel, sich auch viele Möglichkeiten gerade ergeben für einfachste Prozesse. Ne? Genau, und das ist dieses What does the job, ne? Also was ist da gut genug? Und dass man ist ja früher auch immer in so eine Haltung geht man rein, so, der Prozess, also wir brauchen gar nicht mit KI anfangen, wenn wir den nicht komplett neu aufsetzen. Ist ja auch viel Wahrheit da drin, schlechten Prozess, schlechte Daten und so Geschichten. Aber man darf jetzt nicht vergessen, dass man jetzt auch erlauben sollte, wenn jemand operativ ein Problem hat und er kann da jetzt ein Pflaster draufkleben mit GenAI, kriegt dann für sich Probleme gelöst und Effizienzen gehoben. Why not sozusagen? Ne? Vielleicht kriegt man dann auch in dem, wenn man viele Pflaster erlaubt, vielleicht kriegt man dann auch einen idealtypischen Prozess im Kopf hin, der nachher wirklich akzeptiert wird von den Anwendern und so weiter. Ne? Sonst stülpt man was drüber und nachher Ja, es ist definitiv so. Ich mache ja viele Keynotes auch zu dem Thema GenAI und ich fange tatsächlich relativ allgemein mal an und versuche das auch allgemein zu erklären. Und hier die Kollegen manchmal, da erklärt wieder irgendwelche Basics und Bildverarbeitung und bla bla bla, schätze. Aber weil ich da so viel Potenzial sehe und das auch die Augen öffnen muss, das ist nämlich genau das. Wir können natürlich anfangen und jetzt hier ein durchgängiges Systems Engineering mit digitalen Zwillingen angebunden. Super, soll mich beauftragen, jedes Unternehmen haben wir ein 10-Jahres-Projekt.
Oder wir machen hier erstmal in einem ganz einfachen Kontext etwas, wo wir Sprache verarbeiten, irgendwelche Texte, die jedes Unternehmen in Masse rumliegen hat, die kein Mensch liest, die wir aber verwerten müssen, wo wir sofort was machen können, es ist sofort einsatzfähig. Ja. Aber ich glaube immer noch, dass viele nicht verstehen, wie einfach es ist und dass es eben nicht so ist, dass die Daten gleich irgendwo im Silicon Valley offen liegen und dergleichen, dass das halt technologisch auch sicher gemacht werden kann. Da ist halt ja nicht perfekt sein, die Daten am Anfang. Also auf alle Fälle. Und das sind, ich glaube, diese Potenziale müssen wir erstmal heben, bevor wir wirklich um die mega specialized Lösung, um die wir uns ja auch in der Forschung und die führenden Unternehmen auch kümmern. Aber es gibt so viele Potenziale gerade, die wirklich auf der Hand liegen und die leichter zu heben sind. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man das zulässt, weil das ist ja auch so ein First Contact mit AI ganz oft für die Mitarbeiter. Ne? So von wegen, okay, jetzt habe ich mal hier meinen kleinen Prozess automatisiert, finde ich super stark, weil wenn nachher dann vielleicht der große Wurf kommt, der unternehmenszentral angesteuert wird, neu aufgesetzt wird, so ist vielleicht die ablehnende Haltung nicht mehr vorhanden, sondern man hat dann schon für sich begriffen, okay, da gibt's echt Mehrwert für mich. So, ne? Deshalb, es geht ja echt auch viel darum, am Ende nachher die Mitarbeiter dann mitzunehmen und zu schulen. Ne? Das ist ja ein Riesenthema. Macht ihr schon so richtige KI-Schulungen für die Mitarbeiter, also dass ihr die da mitnimmt oder Sensibilisierung oder Events? Das kann man ja unterschiedlich machen. Ja. Also verschiedene Arten, die Leute damit ins Boot zu holen. Genau, wir machen schon Sachen. So, ich finde, wir könnten noch mehr vielleicht das irgendwie skalieren, aber wir haben jetzt auch schon Data und AI Academy, die wir aufgesetzt haben. Da haben wir zum Beispiel also auch Expertentrainings für Data Analyst, Data Scientist, auch so Foundational Trainings, Data Awareness und auch einen Data-Driven Management Kurs, den wir gerade neu aufgesetzt haben, weil das, ich glaube, auch total wichtig, erstmal bevor wir wirklich Führungskräfte an KI ranwagen, in Anführungsstrichen, auch wenn wir das dann im kleinen Teil auch schon mit in Anführungsstrichen adressieren, ist ja so dieses Thema Datentraining, Entscheiden und so weiter. Ist ja echt so ein super, super First Step. Ja. Wir setzen auch erste Gen-AI-Trainings auf, das haben wir auch. Wir haben auch diverse offene Weiterbildungen, wo wir diese Themen anbieten. Wir bieten Explorations-Sessions an, wo Leute mit ihren Use Cases, mit Ideen kommen können. Lass doch mal ausprobieren. Ja. Und dann ist ja auch mal super, wenn jemand schon da ist, der kennt die Plattform, er kennt irgendwie die Fallstricke. Lass doch mal probieren, wie machen wir denn so ein Dokument durchsuchbar? Diese RAG-Cases sind ja gerade auch in Knowledge Management und so. Das bieten wir auf jeden Fall an. Ne? Also das ist trotzdem ist das ja eigentlich ein Thema, dass man wirklich groß skalieren muss. Und das ist ehrlich gesagt auch mein Bestreben und mein Wunsch, dass wir das noch mehr in Führungskräfte, noch mehr für alle zugänglich machen, weil ich glaube, eins ist klar, dieser Kontakt mit KI, mit Daten, der lässt sich nicht verhindern. Also ich kann meinen Kopf jetzt in den Sand stecken, aber 2, 3, 4 Jahre später ist es da, es passiert. Und deshalb müssen wir sie enablen, wir müssen sie mitnehmen. Und ich finde das total super. Und man kriegt eigentlich nur positives Feedback. Also wenn Leute da teilnehmen und die Leute, die wir erreichen, das ist auch sehr wertvoll. Ne? Also absolut. Diese ablehnende Haltung, die ist eigentlich oft gar nicht da, sondern es gibt auch oft diese Bereitschaft, man muss halt die Leute mitnehmen. Ja, wir haben ja auch viele Umfragen gemacht und ich habe ja auch schon etliche Studien hier im Tech Talk ja auch mal wieder zitiert, wo das tatsächlich einfach so ist, dass öfters mal die Führungskräfte meinen, ja, meine Mitarbeiter haben kein Interesse an KI oder wollen nicht oder haben Angst davor. Ja. Und wir haben diese ganzen Befragungen gemacht, dass das halt gar nicht so ist, sondern eher dann die Mitarbeiter denken, ja, die Führungskraft hat keine Ahnung von KI. Also jeder hat so ein Bild von einem anderen im Kopf, aber sein eigenes Bild ist gar nicht transportiert an alle. Und dann führt das natürlich zu Missverständnis, dass man da nicht eigentlich im selben Team ist, im selben Boot sitzt. Und ich habe ja Gespräche wirklich, also ich habe ja oft mit C-Level CTOs aus vielen Unternehmen, die Technologie manchmal am Anfang ein bisschen unterschätzen und dann so merken, oh, da tut sich doch was, ich muss es mehr machen. Das finde ich natürlich super, dass die da sagen, okay, ich nehme das mit. Aber ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, also ich will davon gar nichts hören und es geht mich gar nichts an. Die Leute gibt es einfach nicht. Also das ist so ein Bild, was man auch im Kopf hat, dass da irgendeiner sitzt im Unternehmen und wartet, dass er in Rente geht. Ich habe da noch nie jemanden getroffen, mag daran sein, dass ich in der Forschung bin, aber es gibt's eigentlich so nicht und die meisten haben da eigentlich Bock drauf. Und ganz ehrlich, auch wenn ich in die Rente gehe, ich brauche es ja auch. Also das sind ja zum ersten Mal ist eine Technologie, die ich so intensiv in der Arbeit brauche und privat ja auch unglaublich einsetzen kann. Ne? Also das ist für so viele Dinge ist es gut, das zu verstehen und auch einzusetzen. Mein 10-jähriger Sohn, wird ohne KI macht der nichts. Also nichts mehr. Mein Sohn will auch andauernd ChatGPT irgendwas fragen. Der macht sein ganzes Tutoring damit, für seine Schüler damit. Das ist unfassbar. Ich lerne wieder hier wirklich Dinge über Biologie und Erdkunde, die ich auch nicht mehr drauf habe. Das ist wirklich so unglaublich nachvollziehbar. In so einem Gespräch mit so einer KI, da Dinge
wo wir für Nachhilfegeld sehr viel Geld ausgegeben haben. Das ist extrem gut. Und das ist ja wirklich nur der Beginn. Dafür ist das System ja gar nicht trainiert oder ausgelegt. Plus Programmieren lernen, wo man dann merkt, okay, geht gar nicht jetzt ums Programmieren. Also all das, was wir vielleicht auch selber ein Bild davon haben. So. Auch selber wir als Technologen vielleicht in der Vergangenheit einen Fehler gemacht haben, dass wir auch mal sehr stolz darauf waren, dass nur wir es können. Und schon mal, also wenn du programmieren willst, musst du erstmal das installieren, hast du natürlich die Leute erstmal verloren. Die sagen, das ist schon eine Hürde. Und das fällt ja jetzt gerade so weg, dass ich einfach schneller reinkomme und das ist einfach eine unglaubliche Chance und Potenzial. Weißt du, was ich auch da wichtig finde? Das hast du gerade so ein bisschen angesprochen, hat mich ein bisschen getriggert. Als Führungskräfte muss man jetzt auch aufpassen, dass man nicht so, ich sage immer, nicht nur delegieren, auch explorieren. Absolut. Selber, ne? Also sich selber ranzuwagen, selber seinen Alltag anzuschauen, wo kann ich denn vielleicht noch effizienter werden, wo kann ich das für mich nutzen, weil es ist natürlich auch sehr leicht zu sagen, ja, das ist total wichtig, kommt ja von oben. Ja. Und bei mir hier, guckt mal, wie ihr unsere Prozesse automatisieren könnt, wie ihr eure Arbeit automatisieren könnt. Aber ich selber als Führungskraft muss mich doch auch angucken, muss überlegen, reflektieren, wo ich Potenziale. Das ist total falsch. Also wir haben das ja bei uns auch, wenn wir hier neue Lizenzen einführen, das fängt mit ChatGPT an oder Copilot, das ist auch etwas, was wir ausrollen, dann machen wir das selbst als Forschungsinstitut, wo wir einfach sagen, okay, wir haben halt Leute auf verschiedenen funktionalen Ebenen, einfach für die jeweiligen Aufgaben. Aber auch, damit man am Ende des Tages was entscheiden kann, weil ansonsten muss jemand was entscheiden, ob wir jetzt Lizenzen kaufen oder dergleichen, der es nie verwendet hat. Oder vor allem, es muss halt eine Führungskraft sein, es müssen ja nicht alle sein, das ist ja klar, aber die dann den anderen Führungskräften erzählt, darum macht das total Sinn. Und weil das sind einfach totale einfache Dinge, die man, glaube ich, auch voneinander lernen kann aktuell, wo Unternehmen, glaube ich, sich Erfahrungen jetzt schon suchen können, weil ich kenne noch eine ganze Menge Unternehmen, wo ich auch oft unterwegs bin, wo man sagt, ey, wir machen Large Language Models, und dann sage ich, was ist ein Large Language Model? So, also die noch ganz am Anfang sehen von dieser ganzen Entwicklung, auch die dürfen wir nicht verlieren. Das sind vor allem unsere kleinen und mittleren Unternehmen, weil sonst haben wir auch in der Wertschöpfungskette ein Riesenproblem. Aber es sind ja auch die alten Weisheiten, eigentlich, dieses Leading by Example. Ne? Also, und ich meine, ich persönlich habe natürlich auch ab und zu so Fear of Missing Out, von wegen, das ist so dynamisch und da mit allem Schritt halten zu können, ist auch massiv schwierig, aber man muss sich auf jeden Fall immer wieder mal zwingen, da zu gucken, okay, wo geht die Reise hin, sich auch da ein bisschen aufschlauen lassen. Ne? Florian, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Hat super viel Spaß gemacht. Du hast ein super tolles Arbeitsumfeld, glaube ich. Also bei Miele das Thema voranzutreiben in diesen vielen Facetten, da hat man ein paar Jährchen auf alle Fälle noch mit zu tun und wird sicherlich nicht langweilig. Also ja, super, hat mich gefreut. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Mal wieder einen Blick in ein Unternehmen, ein bekanntes Unternehmen, wo man da mit dem Thema KI steht. Und ich denke, Florian und ich, wir stehen immer für Fragen und Kommentare gern zur Verfügung und können dann sicher auch Dinge nochmal näher ausführen. Dankeschön.